Das beste Weltraumspiel aller Zeiten. Viele denken dabei vermutlich an Star Citizen, No Man's Sky oder ähnliches. Aber das beste Weltraumgame ist und bleibt Space Engineers. Warum ich also über 1000 Stunden darin verbracht habe und wieso dieser Meilenstein der Videospielgeschichte hochgradig underrated ist, obwohl mehr als 5 Millionen Kopien verkauft wurden, erfahrt ihr jetzt. Doch was für eine Erfahrung bietet dir Space Engineers überhaupt? Du startest das Spiel in einer Rettungskapsel, die auf einem fremden Planeten abstürzt. Als geschickter Ingenieur und erfahrener Astronaut kannst du zum Glück auch in den entferntesten Winkeln des Alls überleben. Und nicht nur das, mit deinem Bohrer, ein paar Rohstoffen und deinem Schweißgerät kannst du von Schlachtschiffen über ferngesteuerte Drohnen bis zu Raumstationen alles erschaffen, limitiert nur durch deine eigene Kreativität. Eigentlich nicht mal davon, denn du kannst dich auch an den Ideen anderer Spieler bedienen. Doch dazu später mehr. Erstmal kommen wir zu einer der größten Stärken. Space Engineers schafft, woran so viele Games scheitern. Es liefert eine leere Leinwand, die so viel Raum für Kreativität und Erkundung bietet, wie es sonst nur einem Spiel gelungen ist: Minecraft. Denn genau wie damals bei Minecraft wird eine Idee zur nächsten. Und so entwickelst du als Spieler auf ganz natürliche Art deine eigenen Ziele und ein unglaublich immersives Gameplay entsteht. Man baut ein kleines Schiff, braucht dann Materialien und entdeckt einen neuen, coolen Ort für eine Raumstation oder möchte endlich die Reise zum weit entfernten Planeten wagen. Das Bausystem ist einfach nur genial und bietet damit endlose Möglichkeiten, diese Kreativität auszuleben. Auch die technische Tiefe bietet Raum für sehr viel Komplexität, ohne sie den Spielern aufzuzwingen. So kann man selbst wählen, wie kompliziert die eigenen Projekte sein sollen. Baust du eine gemütliche kleine Station oder hochkomplexe Maschinen mit Motoren, Kolben und Computersystemen, die man in-game programmieren und sogar mit KI versehen kann. Doch sollte es mal nicht so klappen mit dem eigenen Bauen, kann man sich auch an den geteilten Schöpfungen der Mitspieler bedienen und diese nach Lust und Laune nutzen und umbauen. Space Engineers ist perfekt realistisch. Viele sagen jetzt sicher, ein Spiel, das Spaß machen soll, das kann niemals wirklich realistisch sein. Und da habt ihr absolut recht. Doch ein Spiel kann sich realistisch anfühlen und genau den Grad an Realismus finden, der den Spieler in die Welt eintauchen lässt, ohne ihm unnötig auf den Sack zu gehen. Das macht Space Engineers so einzigartig. Es wird eine authentische Atmosphäre erzeugt, die einem wirklich das Gefühl gibt, sich in den endlosen Weiten des Alls zu befinden und an einem Raumschiff rumzuwerkeln. Triebwerke, Batterien, Rohre und etliche andere Maschinenteile müssen sinnvoll platziert und dann aus den Einzelteilen zusammengeschweißt werden. Mit dem Bausystem und der Atmosphäre gelingt es Space Engineers, den immersiven Realismus einer Simulation zu erschaffen, ohne damit zu übertreiben und dem Spieler zur Last zu fallen. Faktoren dabei sind auch die realistische Soundkulisse im All, der Luftdruck beim Öffnen von Hangartoren im luftleeren Raum und vor allem das Unbehagen beim ersten Testflug, während man sich fragt, ob man nicht doch ein Bauteil vergessen hat und ob das ganze Ding gleich abstürzt und explodiert. Die Galaxie liegt euch zu Füßen, doch Fehler haben fatale Konsequenzen. Wenn es um Atmosphäre in Videospielen geht, wird einer der wichtigsten Faktoren oft stark unterschätzt: die Musik. Space Engineers kann hierbei mit den großen Titeln mithalten. Da muss ich nicht viel sagen, außer der Soundtrack ist wunderschön und einzigartig, erzeugt eine einsame Atmosphäre der Sehnsucht und passt somit einfach perfekt. Den Beweis dafür hört ihr übrigens die ganze Zeit schon im Hintergrund. Auch im Bereich Multiplayer liefert Space Engineers richtig ab und liefert euch etliche Möglichkeiten. Ein riesiger Server mit Fraktionen, die sich in Sternenschlachten mit ganzen Flotten bekriegen, oder gemütliches Spielen mit ein paar Kumpels. Auch das Potenzial für Roleplay und Worldbuilding ist grenzenlos. Sogar außerhalb des Spiels fördert Space Engineers eure Kreativität. So könnt ihr im Steam Workshop tausende an genialen Bauplänen von anderen Spielern herunterladen. Selbst die Nutzung dieser Baupläne im Spiel bleibt immersiv. Im Survival-Modus müsst ihr einen Projektor bauen, dann könnt ihr die projizierten Bauteile von Hand nachschweißen. Oder man konstruiert sich halt direkt eine fette Maschine, die das für einen erledigt und hat dann quasi einen 3D-Drucker, der automatisch Raumschiffe herstellt. Beim Thema Modding gehen die Entwickler ähnlich vor. Maximale Freiheit für die Spieler. Steam quillt über mit genialen Mods aller Art. Mit einem Klick easy installierbar, der ein oder andere hat es sogar mit der Zeit ins Spiel geschafft.
Denn die Entwickler Keen Software House arbeiten so nah an ihrer Community, wie ich es sonst wirklich selten erlebt habe. Viele bekannte Entwickler und Publisher mit deutlich größerem Budget sollten sich da einige Scheiben abschneiden. Das Spiel kam 2019 offiziell raus und war davor schon einige Jahre im Early Access. Es ist seit über 11 Jahren spielbar und dennoch erscheinen immer noch regelmäßig Updates. Man spürt einfach, die Entwickler lieben das Spiel, das sie geschaffen haben und die Community drumherum. Es ist ihr Baby und das merkt man an jedem einzelnen Pixel dieses Meisterwerks. Space Engineers erfüllt die Fantasie, die viele Science-Fiction-Fans in sich tragen, seit sie als Kind zum ersten Mal Star Wars gesehen haben. Das eigene Raumschiff zusammenschweißen, damit durchs All reisen, um Abenteuer und Kämpfe zu erleben. Hierzu liefert Space Engineers einen genialen Baukasten und ist somit für alle Spieler, die gerne Kreatives erschaffen und Bock auf Abenteuer im Weltraum haben, perfekt geeignet. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, es kostet nicht mal 20 Knallen. Oder wenn ihr es schon besitzt, ladet es mal wieder runter, denn eins der letzten Updates brachte deutlich mehr Leben in die Galaxien. Doch warum wollte ich euch jetzt unbedingt auf dieses Spiel aufmerksam machen? Abgesehen davon, dass es wirklich genial ist. Space Engineers 2 befindet sich jetzt schon einige Zeit in der Alpha. Es steckt noch in den Kinderschuhen, doch wenn alles nach Plan läuft, sprengt es die Limitierungen des ersten Teils und wird eines Tages ein kreatives Weltraummeisterwerk, das seinesgleichen sucht. Bis dahin werdet ihr mit Teil 1 unglaublich viel Spaß haben, das kann ich euch aus persönlicher Erfahrung versichern. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht gern das Zeug und auch das andere. Und dann würde ich sagen, mein Name ist Jake, ich spreche zu euch hier aus meiner Nerdfestung. Ciao.